Hallo und herzlich willkommen zu Episode 8. Oh mein Gott, Episode 8 von unserem Learn How to Fly Series. Heute gehen wir einen weiteren großen Schritt weiter und zwar gehen wir jetzt vom Kurvenfliegen in die Kreise. Bleibt dran! Ja, wie schon erwähnt, heute ist es soweit. Ihr seid jetzt hoffentlich schon erfahrene Kurvenflieger. Eure Kurven sollten auf beiden Seiten passabel aussehen. Ich sage nicht, dass sie perfekt sein müssen, weil das sind sie bei vielen Leuten nach vielen Jahren immer noch nicht. Aber ihr solltet schon die Übung drin haben, ihr solltet kein Herzrasen mehr haben. Sie sollten halbwegs auf der gleichen Höhe bleiben und sie sollten nicht so ein halber Absturz sein. Wenn ihr also eure Kurven von euch weg, wie schon letztes Mal gesagt, von euch weg, auf beiden Seiten gut könnt, dann können wir jetzt heute mit den Kreisen weitermachen. Die Kreise sind ein wenig tricky. Erstens, weil ihr kontinuierlich aussteuern müsst und zweitens, weil ihr jetzt an den ekelhaften Punkt kommt, wo der Heli mal eine etwas längere Zeit auf euch zufliegt. Tricky Geschichte bei den Kreisen ist nämlich tatsächlich, dass Funktionen gespiegelt werden. Ich kann euch das jetzt mal kurz vormachen, falls ihr euch nicht vorstellen könnt, was ich meine. Das hier kennt ihr ja. So, nochmal zur Wiederholung. Nick nach vorne wäre das hier. Ne? Der Heli beugt sich von euch weg. Nick nach vorne. Jetzt mache ich das Nick nach vorne auf euch zu. Seht ihr den Unterschied? Der Heli neigt sich zu euch hin. Nur halt dieses Mal mit der Nase. Aber ihr seht schon, das ist gespiegelt. Das gleiche ist natürlich mit Roll nach rechts. Roll nach rechts. Sieht so aus, wenn der Heli auf euch zukommt. Das heißt, ihr müsst leider in eurem Hirn, so ähnlich wie beim Seitenschweben, wo ihr um 90 Grad gedreht denken musstet, müsst ihr jetzt beim auf euch zufliegen gespiegelt denken. Also, ihr seht schon, das ist ein bisschen Gehirnjogging. Braucht ihr keine Kreuzworträtsel mehr. Das ist auf jeden Fall viel Gehirnjogging. Aber das Gute ist, wir machen das im Zuge vom Kreisefliegen. Das heißt, ihr habt, wie ich euch schon mal erzählt habe, ihr habt ja dann die Vorwärtsfahrt. Und in der Vorwärtsfahrt ist, wie damals, als wir an uns seitlich vorbeifliegen gelernt haben, während der Heli Fahrt hat, ist er stabiler und eure kleinen Fehler wirken sich nicht sofort so aus, wie wenn ihr am Schweben wärt. Das heißt, wir machen jetzt quasi die Vorübung zum Nasenschweben, aber wir geben euch auch die Möglichkeit, dass ihr nicht nur Kurven fliegen könnt, sondern ihr könnt auch mal ein paar Kreise zwischendrin einbauen, was ganz nett ist, um euren täglichen Flug ein wenig aufzulockern. So, was möchte ich jetzt, dass ihr gleich macht und was werde ich euch gleich vorfliegen? Ihr startet wie immer mit dem Heck zu euch. Ihr geht hoch, geht in die Seite, Nase nach unten und beginnt eure Vorwärtsfahrt. Wie beim letzten Mal auch, beim Kurvenfliegen, möchte ich jetzt, dass ihr wieder von euch wegfliegt. Und da, wo ihr jetzt letztes Mal hier rausgekommen seid und geradeaus weiter, möchte ich jetzt, dass ihr die Kurve beibehaltet. Und dann quasi eure Kurve ins Unendliche zieht. Wenn ihr irgendwann damit fertig seid, könnt ihr das Ganze dann auch alternieren. Nämlich, wir üben ja immer beide Seiten. Das heißt, ihr könnt auch irgendwann mal wie eure Kurve vorher so weiterfliegen. Dann fliegt ihr hier eure Kurve, baut das dann hier zu einem Kreis ein, fliegt dann wieder raus und dann könnt ihr das da drüben machen. Ihr könnt auch zwischendrin ein paar Achter einbauen, um das Gehirn wieder freizukriegen, ist gar kein Problem. Wieder mal wichtig, eure Exit-Strategie ist eigentlich ähnlich wie auch beim Kurvenfliegen. Wann immer ihr an einer Stelle seid, wo ihr überhaupt nicht mehr klarkommt. Das allererste ist das Heck. Nicht der Pitch, das Heck. Auch wenn der Heli so runtergeht, Heck. Denn dann könnt ihr ihn ganz schnell wieder aufrichten. Wenn ihr in der Situation jetzt Pitch gebt, dann fliegt ihr euch vielleicht bloß noch ins Gesicht. Heck. Immer zuerst das Heck. Wie schon gesagt, die Heckschwebegeschichte sollte für euch aus dem Schlaf funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ihr müsst, wenn irgendwas schief geht, müsst ihr in der Lage sein, den Heli ganz schnell wieder innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde oder einer Sekunde unter Kontrolle zu bringen. So, ja, das ist die Übung, die ihr machen dürft. Dann würde ich jetzt mal sagen, die Basic-Variante ist, ihr fliegt auf einer Seite einen Kreis, macht Pause, fliegt auf der anderen Seite den Kreis.
Die Advanced-Variante, die ich euch dann natürlich auch zeigen werde, ist dann, das dann in einem Zuge zu machen. Aber das könnt ihr euch jetzt gleich anschauen. Und weil wir Vorbilder sind und uns das angewöhnen wollen, machen wir wie immer unsere Vorflugkontrolle. Das heißt, wir gucken, ob der Heli mechanisch in einem guten Zustand ist, alle Teile leichtgängig laufen, ob euer Akku vollgeladen ist, ob eure Servos nicht stehen bleiben, komisch zucken oder irgendwas anderes machen, ob eure Gyrowirkrichtungen stimmen. Dann guckt ihr im Sender nach, ob ihr die Autorotation eingeschaltet habt, Failsafe programmiert ist und ob ihr das richtige Modell ausgewählt habt. Das sind wichtige Sachen, die solltet ihr immer überprüfen und dann gilt wie immer, zuerst den Sender einschalten, das Modell auswählen, Autorotation reinmachen, dann den Helikopter mit dem Akku verbinden. Und wenn ihr fertig seid, erst den Helikopter abstecken, dann die Funke ausmachen. Niemals andersrum, sonst wird es wirklich gefährlich. Ich sage es euch nur, das ist die ganze Vorflugkontrolle. Gewöhnt sie euch an, verhaltet euch wie ein Profi und nicht schnell, schnell, schnell. Die 10 Sekunden hat jeder von uns und sie können euch wirklich manche Crashes und auch manche Wunden sparen. Ja, damit wären wir auch mit dieser Übung schon durch. Ich bin mal gespannt, wie es euch damit geht, ob ihr damit Erfolg habt. Schreibt mir wie immer eure Erfahrungen, bitte. Es interessiert mich sehr, ob ihr auf diese Art und Weise gut vorwärts kommt oder ob ihr an irgendeinem Punkt stecken bleibt. Dann bleibt mir nur zu sagen, übt fleißig und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. So, ich hoffe, euch hat diese Episode weitergebracht. Ihr habt etwas Neues gelernt und habt jetzt schöne Hausaufgaben, die ihr machen könnt. Wie immer gilt, wenn irgendetwas ist, Fragen, Anregungen, Kommentare, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen habe zu erwähnen oder wenn ihr noch spezielle Wünsche habt, dann zögert nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und die Trainingsbitch und ich sagen Tschüss!